Hallo allerseits und willkommen zu meinem Baubericht über den 9 Stunden Speedbuild, an dem ich neulich teilgenommen habe. Vor einer Weile kam in meiner Modellbauer-Clique die Idee auf, mal die Grenzen des Möglichen auszutesten und innerhalb von 9 Stunden ein Modell komplett zu bauen, zu lackieren und zu altern. Ich fand das Konzept sehr spannend, war aber skeptisch, ob das überhaupt möglich wäre. Daher habe ich für mich beschlossen, bei diesem Projekt nicht zu viel zu pfuschen, sondern das Modell so gut wie möglich zu bauen, selbst wenn es dann eben länger als 9 Stunden dauern würde. Es war also weniger ein Speedbuild für mich, sondern eher eine Übung in Effizienz und Zeitmanagement, was aber trotzdem zu einigen aufschlussreichen Erkenntnissen geführt hat und mein Selbstvertrauen in Bezug auf Flugzeugmodelle enorm gesteigert hat. Für unser Projekt haben wir uns auf den Bausatz der Focke-Wulf FW190 F8 in der Profipack-Ausführung von Eduard im Maßstab 1:72 geeinigt. Der Bausatz ist preiswert, wunderschön detailliert und hat eine hohe Passgenauigkeit, was mich wirklich sehr beeindruckt hat. Ich habe selten Flugzeugbausätze in diesem Maßstab in der Hand und war echt erfreut darüber zu sehen, dass auch in diesem Genre der Formenbau und die Qualität sich so verbessert haben in den letzten 2 Jahrzehnten. Mein Plan war, keine Maschine aus dem Bausatz darzustellen, sondern eine ungarische Maschine eines Jagdbombergeschwaders. Soviel dazu, schauen wir uns jetzt an, wie es mir bei diesem Projekt ergangen ist. Der Startschuss fiel um 14:45 Uhr. Wie man sieht, hat der Bausatz von Eduard relativ viele Kleinteile, was natürlich für einen Speedbuild nicht die besten Voraussetzungen bot. Nach 10 Minuten hatte ich das Cockpit soweit montiert. Um 15:20 Uhr hatte ich die beiden Rumpfhälften bereits miteinander verklebt, sowie das Cockpit und den Motor eingebaut. 35 Minuten später waren die Fahrwerksschächte und die Tragflächen fertig und an den Rumpf geklebt. Darauf folgten die Motorverkleidung und die Klappen, deren Einbau 15 Minuten beanspruchte. Um 17:20 Uhr war die Montage vollständig abgeschlossen und das Modell weitestgehend für die Lackierung vorbereitet. Der Zusammenbau hat also 2 Stunden und 35 Minuten gedauert. In Anbetracht der relativ hohen Anzahl an Bauteilen ist es wirklich flott. Die Passgenauigkeit war aber so gut, dass kaum Nacharbeit erforderlich war und man so zügig vorankam. An dieser Stelle hätte ich einige Bereiche noch etwas nachbearbeiten müssen, vor allem die Vorderkanten der Tragflächen. Das hätte nicht lang gedauert und mein Ergebnis wäre auch deutlich verbessert worden, aber ich habe das zu dem Zeitpunkt einfach übersehen. Nach einer Pause kam ich um 18:55 Uhr zurück an den Werktisch. Das Cockpit wurde dann rudimentär lackiert, sowie die Sitzgurte und ein Abziehbild hinzugefügt. Das war um 19:35 Uhr erledigt. Vom Cockpit ist später nicht allzu viel zu sehen, daher habe ich auf alle Detailarbeiten rund um das Instrumentenbrett verzichtet. Um 19:45 Uhr war das Modell bereit für die Außenlackierung. Die Cockpithaube wurde bereits an den Rumpf geklebt und alle übrigen Komponenten auf Zahnstocher und ähnliches gesteckt, um die Handhabung während der Lackierung zu vereinfachen. Anschließend habe ich die graue Grundierung von Stynylrez aufgesprüht. Die hat mir wesentlich besser gefallen als die schwarze Grundierung desselben Herstellers, welche ich erst neulich verwendet habe. Eine Farbschicht war genug und das Finish sehr glatt. Damit war ich um 20 Uhr fertig. Für die himmelblaue Lackierung der Unterseite des Flugzeugs habe ich die Atomfarben von Emo zum ersten Mal ausprobiert. Naja, wie bei allem, was ich mit den Markennamen Emo, MIG oder AK in die Hand nehme, war das Spritzbild absolut furchtbar. Glücklicherweise spielte das hier aber keine Rolle. Zu einem späteren Zeitpunkt habe ich die Farbe nochmal verwendet und etwas Flow Improver von Vallejo beigemischt, was das Spritzbild wesentlich verbessert hat. Das ist nur so ein Tipp am Rande. Übrigens, ich gehöre nicht zu den Leuten, die gerne Farbe beim Trocknen zuschauen. Mit einem Föhn lassen sich die wasserbasierten Acrylfarben in wenigen Sekunden trocknen, sodass man auch zügig weiterarbeiten kann. Eine Sache, die ich vollkommen unterschätzt hatte, war das Thema Abkleben. An einem Flugzeugmodell muss man zwangsläufig viel abkleben und es nimmt auch einige Zeit und Mühe in Anspruch, wenn man das halbwegs gut machen will. Ich habe die Unterseite abgeklebt sowie die Seiten des Rumpfs abgedeckt.
Später konnte ich dann die Tarnung auch an den Seiten aufsprühen, wofür ich natürlich die Acrylfarben von Revell verwendet habe. Um 21:35 Uhr war die Tarnlackierung erledigt. Auch das Rumpfband und die ungarischen Landesfarben mussten abgeklebt und auflackiert werden, da ich dafür keine Abziehbilder hatte. Das nahm nochmal eine Stunde in Anspruch, aber um 22:30 Uhr war ich fertig damit. Am ersten Tag konnte ich also 7 Stunden und 45 Minuten für das Modell aufwenden. Damit war laut Zeitvorgabe nicht mehr viel Spielraum übrig, aber das Modell sollte natürlich trotzdem fertig werden, auch wenn es länger als 9 Stunden dauern sollte. Am nächsten Tag ging es um 19:15 Uhr weiter, und zwar mit der Lackierung der übrigen Bauteile und der Details. Um 20:35 Uhr war ich fertig damit. Darauf folgte eine Schicht Glanzlack von WMS, die um 20:50 Uhr trocken genug war für die Abziehbilder. Um 22:30 Uhr hatte ich alle Abziehbilder, welche mir sinnvoll erschienen, auf dem Modell platziert. Die Markierungen für die ungarische Maschine stammten von HAD und waren leider von grenzwertiger Qualität. Sie zerbröselten leicht und machten mir auch sonst das Leben schwer. Die Decals von Eduard sind im Übrigen auch nicht wirklich der Hit meiner Meinung nach. Daher kam ich um kleinere Ausbesserungsarbeiten nicht herum. Nach einer weiteren Schicht Klarlack von WMS konnte ich um 22:50 Uhr den zweiten Arbeitstag beenden. An Tag 3 ging es um 18:45 Uhr los. Zuerst habe ich ein dunkles Ölfarbenwash aufgetragen, danach wurden einige kleine Lackschäden aufgemalt. Darauf folgte eine Schicht seitenmatter Klarlack von WMS, was für ein ausgezeichnetes Finish sorgte. Weiterhin habe ich die Antennen mit Hilfe der Easyline-Fäden hergestellt und zum Schluss den Propeller angeklebt. Damit war das Modell um 21 Uhr fertig, nach einer Arbeitszeit von genau 12 Stunden. Damit war ich zwar nicht innerhalb des Zeitlimits von 9 Stunden, aber das ging doch erstaunlich flott. Das hätte ich nicht gedacht, dass das so schnell geht. Das Tarnschema ist schließlich nicht gerade das einfachste, und der Bausatz ist auf jeden Fall kleinteiliger als vergleichbare Bausätze anderer Hersteller. Für die Geschwindigkeit ist das Ergebnis jedenfalls durchaus vorzeigbar, und ich muss zugeben, ich bekomme Flugzeuge ohnehin nicht viel besser hin. Um das Modell ein bisschen besser präsentieren zu können, habe ich es auf eine runde schwarze Acrylglasplatte geklebt und als Verzierung eine ungarische Briefmarke mit Luftwaffenmotiv daran befestigt. Nochmal als kurze Zusammenfassung: Für die Montage habe ich 2 Stunden und 35 Minuten benötigt, für die Lackierung und für die Abziehbilder 7 Stunden und 10 Minuten und für die Alterung und die Endmontage 2 Stunden und 15 Minuten. Man sieht also, dass die Lackierung und die Abziehbilder mit Abstand am aufwendigsten sind. Dieses Projekt hat mir gezeigt, welche Arbeitsschritte wichtig sind und welche man im Zweifelsfall etwas vereinfachen oder abkürzen kann. Gerade beim Zusammenbau kann man durchaus ein bisschen pfuschen. Bei der Lackierung sollte man aber auf keinen Fall Abstriche machen. Ein gut gebautes Modell, was schlecht lackiert ist, sieht einfach nicht gut aus. Aber ein schlecht gebautes Modell, was gut lackiert ist, kann man immer noch als einigermaßen vorzeigbar betrachten. Alles in allem war es eine sehr interessante Erfahrung mit einigen neuen Erkenntnissen für mich, und mein Respekt vor Flugzeugbausätzen ist jedenfalls nicht mehr so groß wie früher, was mir ohne Zweifel in Zukunft sehr helfen wird. Gut, das war mein Bericht über den 9 Stunden bzw. 12 Stunden Speedbuild der F490 F8 von Eduard in 1:72. Ich hoffe, ihr fandet das Video interessant und hilfreich, und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Video. Euer Hamilcar Barkas.